Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Diesen Sonntag haben wir keinen Reisevlog für euch, sondern ein etwas anderes Video. Wir sind nämlich seit über 2 Jahren unterwegs und wir erhalten immer wieder Fragen dazu, was wir unterwegs gelernt haben oder im Gegenteil, was wir gerne vor Reiseantritt schon gewusst hätten. Und das sind doch einige Sachen. Ja. Jedoch bevor wir damit anfangen, möchten wir uns einfach mal kurz nochmals vorstellen, denn dazu bekommen wir auch immer wieder neue Fragen. Ich bin Roberto, ich bin halb Spanier, halb Italiener in der Schweiz aufgewachsen und seit 2014 sind wir zusammen. Genau, ich bin Jessie, ich bin halb Österreicherin, halb Tschechin, habe in Österreich und in der Schweiz gelebt und dann sind wir zusammen nach Tschechien ausgewandert, ein paar Jahre vor der Reise. Und darum haben wir auch ein tschechisches Kennzeichen, denn von da aus sind wir auch in die Reise gestartet. Ja, und wir reisen seit 2 Jahren, ein Jahr davon oder über ein Jahr sind wir in Europa unterwegs gewesen und seit praktisch genau einem Jahr sind wir jetzt auf der Panamericana unterwegs und da haben wir ziemlich viel zu erzählen. Vanlife ist auf jeden Fall eine tolle Lebensart und es hat während diesen 2 Jahren bei uns den Horizont auf jeden Fall erweitert. Wobei man auch bedenken muss, dass Vanlife nicht immer das ist, was gezeigt wird, vor allem auf Instagram oder auch auf YouTube. Bei uns passiert das ja auch zum Teil, weil man einfach in nicht so tollen Situationen auch nicht immer dran denkt, jetzt die Kamera hervorzuholen. Oder ja, man befasst sich halt viel mehr mit der Situation, die man gerade klären muss. Umso mehr wollen wir aber jetzt eben in diesem Video auch nochmal drauf eingehen, was für Herausforderungen bei dieser Lebensart auch mit einhergehen, wobei wir uns auch nicht beschweren wollen, sondern einfach unsere Erfahrungen teilen. Ja, und ich denke, da ist sicherlich mal eine Sache, ist der Alltag, den Alltag zu bewerkstelligen. Ich glaube, das Wichtigste ist, da offen zu sein und sich auf neue Gegebenheiten einfach einzulassen. Alles dauert länger, als man denkt, alles kommt anders, als man denkt, also dadurch, dass man ja so mobil ist, ist man viel mehr den Umflüssen um einen herum ausgesetzt. Ja. Und man muss einfach flexibel und auch ein bisschen gelassen sein, würde ich sagen. Ja, ich denke schon nur bei der Routenplanung. Also das ändert sich von Tag zu Tag. Da kann irgendwas dazwischen kommen, sei es Krankheiten, sei es Reparaturen oder andere Sachen. Und da ist wichtig, dass man flexibel ist und sich der Situation entsprechend anpassen kann. Ja, zum Beispiel der Krieg jetzt hat natürlich in verschiedenen Dimensionen Einfluss auf, ich glaube, alle irgendwo durch. Also gerade wir merken es auch nur schon durch die Wechselkurse. Aber zum Beispiel, als wir von der Baja aufs Festland rüber wollten, konnten wir das nicht, weil da in dem Moment gerade ein kleiner Kartellkrieg stattfand in dem Gebiet, wo wir landen sollten. Auch in Peru gab es jetzt Unruhen, aber auch in Europa kann ja mal das Wetter umschlagen und Straßen sind gesperrt wegen Eis. Also es gibt immer wieder Dinge, die man halt nicht so gut vorhersehen kann, die aber passieren, wo man sich einrichten muss und einfach das Beste draus machen. Aber auch sonst im Alltag muss man mit viel Zeit rechnen, denn Besorgungen besorgen sich nicht innerhalb von 5 Minuten, sondern man ist immer wieder an neuen Orten, man muss sich immer wieder zurechtfinden, wo kann man einkaufen, was kann man einkaufen, jeder Laden sieht anders aus und wir merken immer schnell, wenn wir sagen, wir gehen kurz einkaufen, dann sind mal einfach kurz 2 Stunden um. Oder wenn wir zum Beispiel Wasser füllen gehen, man muss zuerst mal was finden, wo man Wasser füllen kann, dann dauert das immer so lange. Ja, man kann das nicht einfach planen und sagen, okay, heute erledigen wir 2 Sachen und dann reisen wir noch 5 Stunden. Das geht einfach nicht. Das ist meistens unrealistisch. Ja. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich am Anfang total unterschätzt hatte. Also ich hätte nie gedacht, wie viel Zeit und Aufwand in so diese ganz kleinen alltäglichen Dinge einfließt. Eine Sache ist auf jeden Fall auch noch allgemein treffend. Also Vanlife, zu zweit vor allem, ist auf jeden Fall auch Ein Beziehungstest. Ja, schon. Ja. Also 24/7 in so einem kleinen Raum zu sein, ist nicht immer ganz einfach. Also auch wir zoffen uns immer wieder mal. Ja, ist halt nicht wie zu Hause, wo man dann zur Arbeit geht oder halt dann einfach aus dem Haus geht und sich mit Kumpels trifft und dann irgendwie so andere Inputs auch bekommt oder irgendwie einen sozialen Ausgleich auch findet, sondern man ist halt wirklich andauernd zu zweit. Der meiste Austausch findet auch zwischen uns beiden statt und den Kontakt zu halten mit Freunden und Familie ist natürlich unterwegs auch nicht immer ganz so einfach. Klar, digital geht das heutzutage einiges besser als früher, aber da sollte man sicher auch damit rechnen, dass das Kontakte halten auch nicht ganz so einfach ist. Und gerade beim Vanlife in Europa kam uns als erstes eine Sache in den Sinn. Und zwar, dass Europa doch ganz schön dicht besiedelt ist. Ja. Wenn man halt in Europa lebt und so, fällt es einem vielleicht gar nicht so auf, aber dann im Vanlife
merkt man dann, dass eben doch die meisten Spots nicht so verlassen sind wie auf den Bildern und man eben doch öfter mal in einer Reihe mit 10 anderen Vans steht und die Natur nicht so für sich alleine hat, wie man es vielleicht vorher erwartet. Ja, vor allem halt Südspanien und Südportugal sind im Sommer beziehungsweise im Winter auch vollkommen überlaufen und ja, da wird man nicht immer mit offenen Armen empfangen, was aber auch damit zu tun hat, dass sich einfach viele, die halt im Van leben oder halt einen Urlaub machen, nicht entsprechend gut verhalten, ihren Müll irgendwo hinwerfen. Also man muss auch respektvoll mit den Leuten, mit den Locals umgehen und die Plätze entsprechend auch respektieren, oder? Ja, absolut. Wir haben halt da schon verschiedene Stories gehört und ich glaube, es ist sicher gut, sich da aktuell auch jeweils zu informieren und halt vielleicht die Routenplanung auch ein bisschen anzupassen. Unser Tipp wäre da, vielleicht auch mal Osteuropa anzusehen. Ich finde, Osteuropa wird immer chronisch unterschätzt, aber es hat so viel zu bieten und es ist eben nicht so überlaufen. Man hat viel mehr die Natur für sich. Man kann auch da richtig lecker essen gehen. Und es ist vor allem auch sehr günstig. Also Ja. jetzt im Vergleich zu Westeuropa ist Osteuropa um die Hälfte günstiger. Ja. Und wie Jessie gesagt hat, also das Essen ist wunderbar, die Natur ist ein Traum. Man steht oftmals wirklich alleine, weil Ja. halt Sind weniger Touristen genau, da. sind weniger Touristen, aber zu bieten haben die Länder trotzdem extrem viel. Also wir waren ja von Polen extrem begeistert Ja. und ich glaube so, mein Highlight Ja. war so immer die Türkei, Ja, obwohl ich auch meine Bedenken hatte, in die Türkei zu fahren. Keine Ahnung wieso, aus den Medien oder wo auch, es wird woher auch. einem suggeriert. Also Ja. allgemein, so alles, was östlich ist, hat halt nicht so einen guten Ruf. Ja. Und- Aber man sollte auf keinen Fall irgendwie Angst davor haben. Ja. Ich würde sagen, grundsätzlich Vanlife, auch wenn man so ein paar Dinge auch in Europa beachten sollte, also gerade auch auf unserem Heimatkontinent, gibt es so viel zu bieten. Es zieht einen ja immer so in die Ferne, aber wir haben in diesem gut einem Jahr gemerkt, dass es noch so viel in Europa zu sehen gibt. Und eigentlich Europa ist einem, auch wenn da so die verschiedenen Länder sind einem doch relativ nahe. Das Reisen ist so unkompliziert zwischen den Ländern. Also wir können es auf jeden Fall empfehlen und ja. Unser Tipp, Türkei und Sizilien ist auch wunderschön. Oh ja. Nach dem guten Jahr in Europa sind wir ja dann endlich nach Halifax rüber und ja, in diesem einen Jahr Panamericana haben wir vieles gelernt, aber auch schon in der Vorbereitung. Also die Vorbereitung und auch so die Recherche zu dieser Reise haben so viel Zeit in Anspruch genommen, Ja. das hätten wir auch nicht erwartet. Ja, sei es nur schon das Thema Verschiffung. Wie verschifft man? Was darf man mit verschiffen? Es gibt so viele Möglichkeiten oder auch zum Beispiel Versicherungen, Fahrzeugversicherung, Personenversicherung. Wie ist das mit USA? Wie ist das mit Kanada? Viele bieten die USA-Versicherung gar nicht an für Langzeitreisende oder es ist auch extrem teuer. Also ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein, dass da doch große Summen entgegenkommen. Ja. Ja, aber auch zum Beispiel jetzt bei der Infrastruktur läuft ja hier einiges doch auch anders. Obwohl wir da sagen müssen, wenn man dann mal vor Ort ist, merkt man, dass viele Dinge auch erstaunlich gut funktionieren. Also gerade zum Beispiel Wasser in Kanada und USA hat perfekt funktioniert. Ja. Mit Filter natürlich. Also das würden wir schon sehr empfehlen, denn auch das Wasser, das man da halt überall bekommt, sollte man nochmal filtern, weil es ist nicht zwingend Trinkwasser, es ist meistens nur Brauchwasser. Ja. Und hier ab Mexiko ist dann alles mit Purificadora, also mit diesen Stellen, wo man gefiltertes Wasser kaufen kann. Wir filtern das halt trotzdem, damit der Geschmack noch ein bisschen besser ist, wenn es geht, aber ja. Ja, oder auch zum Beispiel Gas. Wir wussten am Anfang auch nicht genau, ja, wie funktioniert das, welche Adapter brauchen wir, dass man sich da wirklich auch Zeit nimmt und sich Gedanken darüber macht, was brauche ich, was will ich überhaupt. Ja. Weil es sind doch verschiedene Länder, aber bis jetzt hatten wir eigentlich so das Glück, dass mit den Adaptern, die wir dabei haben, ging Kanada gut. Also wir haben die Flaschen in Kanada, in den USA und auch schon in Mexiko befüllen lassen, ohne Problem. Eine Sache, die halt nicht so gut ist, ist Internet. Also das hatten wir komplett unterschätzt auch. Also besonders jetzt zum Beispiel Kanada, USA war es extrem teuer, aber die Abdeckung auch sehr schlecht. So ungefähr waren es 55 kanadische Dollar für 8 Gigabyte in Kanada mit einer katastrophalen Abdeckung, weil
das Land ist halt so groß. Genau. Und da ist so viel nichts dazwischen. Und da hast du halt einfach null Empfang. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, die Distanzen. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir unterschätzt haben, obwohl uns so viele Personen gesagt haben, hey, unterschätze die Distanzen nicht. Also einfach mal, um sich das so vorzustellen, von Halifax nach Fairbanks, Alaska, das sind über 8000 Kilometer. Wenn man das in Europa zurücklegen würde, dann wäre das die Strecke von Lissabon bis nach Istanbul und dann aber wieder zurück. Ja. Und das ist nur einmal, um da hochzufahren, ohne dann die Alaska-Tour zu machen, ohne halt verschiedene Sachen auch noch zusätzlich zu sehen. Also die Distanzen sind enorm. Ja. Einen Vorteil hat es aber, denn noch zum Thema Infrastruktur, wenn man da oben im Norden ist, steht die Sonne sehr tief. Aber wenn man so viel fährt und währenddessen lädt, hat man auch keine Stromprobleme. Ja, das stimmt. Also die Batterie war immer voll. Ja, aber es ist halt schon so. Also diese 8000 Kilometer, das war ja die direkte Route. Aber unterwegs trifft man so viele Locals und andere Reisende, die einem unterwegs nochmal Tipps geben. Und dann schiebt man noch was dazwischen und dann ändert sich die Route. Macht man noch so viele Kilometer mehr. Wie viele haben wir jetzt schon gemacht? Also ich glaube, es sind über oder fast knapp 40.000 Kilometer, die wir in einem Jahr gefahren sind. Das hatten wir in Europa, nicht halb so viele Kilometer sind wir gefahren. Und das merkt man halt auch mit der Zeit, dass es halt stressig ist, dass es, doch... Es ist anstrengend ist, ja. Und da fährt man halt. Und das ist ja nicht entspannend, sondern man ist ja trotzdem, also man muss ja schon wachsam sein, weil da laufen immer Tiere über die Straße oder dann sind überall Schlaglöcher. Die Straßen sind nämlich auch nicht so gut, wie man es erwarten würde, auch in Kanada und USA nicht. Und das haben wir schon, also es ist so abstrakt, bevor man es selbst erlebt, glaube ich. Und auch eine Sache ist das Visum, was man hat. Also man hat ja eine gewisse Zeit in verschiedenen Ländern zur Verfügung. Und wenn man sich denkt, okay, 6 Monate Kanada ist genug. Also wir sind dann eine Woche, bevor unser Visum abgelaufen ist, aus Kanada rausgefahren. Wir hatten das Gefühl, wir haben die Hälfte nicht gesehen. Genau. Und natürlich auch die Jahreszeiten, die muss man auch im Auge behalten. Im hohen Norden, da kommt irgendwann mal Schnee und wenn da in Alaska Schnee fällt, willst du nicht da sein. Also vielleicht nicht lange Zeit im Van zumindest. Und jetzt fängt langsam auch die Regensaison an hier im Süden. Man muss halt immer improvisieren und schauen, wie man dann weiterfährt. Ja. Für uns ein großes Thema, eben die Regensaison. Wir wissen noch nicht, wo und wie wir das handhaben werden, weil wir gefühlt einfach viel zu langsam unterwegs sind. Man denkt immer so, ja, wenn man Vollzeit im Van reist, hat man ja Zeit. Man kann ja gehen, wohin man will, man kann tun, was man will. Aber es gibt ja eben dann doch wieder einige Faktoren, die das beeinflussen, ebenso Visum oder Jahreszeiten, Klima. Sicherheitsmäßig muss man sich da vielleicht auch mehr Sorgen machen oder Gedanken machen. USA, Kanada war jetzt nicht so problematisch, aber halt... Das sind höchstens die Großstädte, wo man vielleicht... Ja. Aber sobald man halt hier in Mexiko ist, gibt es gewisse Gegenden, die man halt vermeiden sollte. Wir bewegen uns jetzt auch hauptsächlich auf Campingplätze. Da ist es halt einfach sicherer. Man sollte da einfach immer im Austausch mit Locals sein oder mit anderen Reisenden. Genau, weil die halt die Erfahrungswerte haben, sie haben die aktuellen Infos. Das kennt man halt so aus Europa nicht, denn da ist es gefühlt überall sicher, außer halt vielleicht auch ein bisschen in den Städten. Aber ja, das ist hier ein anderes Thema. Ja, und ich glaube auch eine Sache ist die Sprache. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir halt Französisch und Spanisch auch beides können. Das erleichtert auch sehr vieles und ich glaube, da sollte man sich auch Gedanken darüber machen, dass man vielleicht einen kleinen Crashkurs, um halt die Basics wirklich zu können. Ja, also gerade das Französisch in Kanada hat mich erstaunt, weil ich dachte, sie sind immer zweisprachig, aber es gibt da Gebiete, da reden sie wirklich nur Französisch. Ja. Man weiß es eigentlich, also es klingt so ein bisschen so, ja, Kosten ist ja logisch, aber wir waren zum Beispiel sehr erstaunt, wie teuer das dann doch war in Kanada und USA, Lebensmittel, aber auch, wenn man halt so viel fährt, wie viel man dann auch an Sprit ausgibt. Wir wollen in diesem Video auch nicht allzu viel über die Finanzen sprechen. Ich glaube, dazu könnten wir sonst mal einfach separat ein Video machen, wenn das euch interessieren würde. Aber ich glaube, ein realistisches Budget aufzusetzen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und unvorhersehbare Kosten, die kommen könnten, sei es Reparaturen, sei es, wir waren 2 Wochen krank in Kanada, mussten Airbnb mieten, das Fahrzeug war in der Werkstatt. Also es sind alles Kosten, die man ja nicht plant, aber die halt kommen können. Und ich glaube,
dazu sollte man sich auch Gedanken machen, bevor man so eine Reise startet. Uns ist das eben für Kanada und USA nicht so ganz gelungen. Vielleicht so der Vergleich, in Europa haben wir im Monat 1.300, 1.500 Euro ausgegeben. Ja. Also das war das Budget und hat auch gut gepasst. Und wir haben da auch nicht jetzt wahnsinnig gespart. Also wir haben ein bisschen drauf geachtet, aber es hat eigentlich gut geklappt. Aber in den USA und Kanada sind wir da auf 2.800 im Monat gekommen. Genau. Und da haben wir halt wirklich aufs Geld geachtet, weil es so teuer war. Also wir haben wie viel? 5.500 Euro, glaube ich, für Essen ausgegeben in diesen 8,5 Monaten, die wir da waren. Und Essen heißt dann einfach zu 50% Dosenbohnen, weil es einfach so teuer war, Frisches zu essen, gerade im Norden. Ja. Also, und da kamen, wie gesagt, auch noch Reparaturkosten vom Van von über 4.000 Euro. Also das ist dann halt alles dann gekommen, wo es am teuersten war. Ja. Der Diesel war ja auch nochmal teuer. Und da haben wir auch über 5.000 Euro dafür bezahlt. Ja. Und wenn ihr euch fragt, wie finanzieren wir uns das? Also wir haben sehr lange dafür gespart und mit YouTube, da kommt was rein, aber bei weitem nicht, um die Reise zu finanzieren oder abzudecken. Auch wenn wir schon seit 2 Jahren jede Woche ein Video rausbringen. Ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein, für jeder, der sich denkt, okay, ich mache jetzt mal einfach einen YouTube-Kanal und ein Video pro Woche. Es ist viel Zeit, es ist viel Aufwand, es ist viel Arbeit, wo man dann halt auch nicht mit Reisen verbringen kann. Und also uns macht es schon Spaß. Ja, auf jeden Fall, also es macht Spaß. Ja, aber es ist Arbeit. Genau. Also damit muss man schon rechnen, wenn man sich überlegt, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, um Geld zu verdienen unterwegs. Falls man den Weg einschlagen will, sollte man schon damit rechnen. Genau. Allgemein, so als Zusammenfassung, was soll man wissen vor Vanlife? Also es gibt so viele Punkte, aber auf jeden Fall ratsam ist, testet es einfach mal aus. Bevor ihr euch entscheidet, Vollzeit da einzusteigen und alles aufzugeben, fährt mal für ein paar Wochen weg. Ja, oder mietet euch einen Van. Da gibt es so viele Plattformen, wo man das machen kann. Testet das mal aus. So kann man es am besten herausfinden und auch mit dem Fahrzeug. Überlegt euch wirklich, welches Fahrzeug ihr wollt, weil nicht immer ist das Wetter nur Sonnenschein. Will man wirklich immer draußen funktionieren oder auch mal drin sein? Ja. Gibt so viele verschiedene Arten zu reisen und was für einen selbst richtig ist. Also, ja. Ja, von dem her, geht raus, probiert es, habt Spaß. Falls ihr doch noch Fragen habt und wir was vergessen haben, schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Wir werden es entweder direkt beantworten oder vielleicht machen wir auch ein zweites solches Video, falls wirklich so viel zusammenkommt. Wir gucken mal, aber schreibt es unbedingt unten rein, dann wissen wir, was noch fehlt. Ja, und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Ja, abonniert den Kanal, das hilft uns weiter zu wachsen und guten Content zu bringen. Und ihr erfährt auch noch mehr von unserer Reise im Idealfall. Aber ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Tschüss.